Der Boden ist relativ steinig, also achtet drauf, wo ihr hintretet. Nackte Haut und nasskaltes Wetter. Da friert es einen schon beim Zuschauen. Wer macht das schon bei den Temperaturen, wenn es 3 Grad, einfach mal durchs Wasser zu laufen? Jens Habich heißt der Mann, der Menschen dazu bringt, ihre Grenzen auszutesten. Letzte Anweisung vor der Bachüberquerung. Macht den Rucksack, den ihr habt, bitte nicht zu. Weil falls die Strömung doch zu stark ist und ihr fallt um, dann zieht euch der nasse Rucksack, wenn er vollgelaufen ist, nach unten. Also ich weiß auch nicht, wie der Bachlauf jetzt unten drunter aussieht. Das können spitze Steine sein, das können runde Steine sein. Also es wird auf jeden Fall sportlich. Ich hoffe, dass meine Schuhe nicht ins Wasser fallen. Oh. Da muss Petra Seipel jetzt durch. Die 57-Jährige ist vorsichtig und die Lörmecke eiskalt. Die Kälte ist es gar nicht mal. Ich versuche einfach, das auszublenden. Also ich muss ehrlich sagen, das war besser, als ich dachte. Auch von den Temperaturen her. Ich bin stolz auf mich. Was machen die Füße? Ich fühle sie noch. Im Lörmecke-Tal zwischen Warstein und Rüthen ist die Gruppe an den Start gegangen. Eine Teilnehmerin möchte nicht erkannt werden. Für 189 € pro Person führt Survival-Experte Jens Habich 2 Frauen und 3 Männer durchs wilde Sauerland. Der Grund, warum ich heute hier bin, ich habe mich mal sehr verlaufen im Schnee und dann noch in der Dunkelheit und hatte nichts dabei und das war für mich wirklich hart. Und das hat mir auch so ein bisschen zu denken gegeben, dass ich halt total unvorbereitet war. Warum ich das mache? Ich hatte die Diagnose Krebs, habe es aber jetzt mit allem drum und dran geschafft. Ich hatte meinen 2. Geburtstag und das ist sozusagen ich will wieder raus, ich habe gewonnen. Also erstmal Neugier, einfach sozusagen mal aus seiner Komfortzone rauszukommen. Dann werden wir uns jetzt ein bisschen damit beschäftigen, dass wir versuchen, auf den nächsten paar Metern mal zu gucken, was wir an pflanzlicher Notnahrung, sprich an Samenkapseln, Blättern oder Ähnliches noch finden. Das wird relativ schwierig sein zu dieser Jahreszeit. Das ist auch das, was ich immer gerne sage. Also pflanzliche Notnahrung ist je nach Jahreszeit toll. Im Frühjahr geht's, im Sommer ist schon schwierig, im Herbst ist super, im Winter bist du tot. Jens Habich hat monatelang in Kanada, Sibirien und Alaska gelebt und veranstaltet seit 30 Jahren Survival-Touren. Der 57-Jährige weiß, was die Natur an Überlebenswichtigem zu bieten hat. Du kannst beim Löwenzahn sowohl die Blätter essen, als auch den Stängel, wenn du ihn ausgespült hast. Die Blüte haben wir natürlich jetzt gerade nicht und auch die Wurzeln. Die Wurzel aber nur im Zeitraum September bis März, also nicht in der Wachstumsphase. Grünzeug direkt aus dem Wald. Der Tisch ist gedeckt, was allerdings nicht jedem schmeckt. Es gibt immer Leute bei den Kursen, die haben immer ein bisschen was extra dabei oder haben einen kleinen Flachmann für abends mit dabei und so weiter. Und das lasse ich auch durchgehen. Jens, kann man diese Knospen auch essen? Die kannst du essen. Petra erinnert der Knospen-Snack. So ganz entfernt an Walnüsse. So ein ganz kleines bisschen. Wichtig ist, dass man sich von dem Gedanken trennt, wir werden satt. Die Teilnehmer haben kaum was im Magen, ihre Kleidung ist klamm. Sich irgendwo aufwärmen wäre jetzt nicht schlecht. Doch aus der Lagerfeuerromantik wird nichts. Im Naturschutzgebiet gelten strenge Regeln. Einen Tipp, wie man es an nasskalten Tagen in der Wildnis mittels eines Vogelnestes schnell zu einer Flamme bringt, hat der Survival-Experte trotzdem parat. Das heißt, die kannst du ruhig mitnehmen und hast dadurch einen hervorragenden, trockenen Zunder. Also ein Zundernest. Das heißt, du schlägst dann deinen Funken, bringst diesen Funken dann in das Vogelnest ein, pustest ein paar Mal und mit viel Glück hast du dann auch ein Feuer. Ich muss sagen, das mit dem Vogelnest gerade, das hat mir wirklich gut gefallen. Das sind Dinge, da würde ich im Leben nicht drauf kommen. Das muss einem schon einer zeigen. Ne? Der Wintertag ist kurz, die Stimmung gut. Alle sind motiviert, es fängt an zu dämmern. Also wenn ihr jetzt hier runter guckt, im Dunkeln und im Nebel, da ist unser Ziel, wo wir uns heute Nacht dann einquartieren werden. Einige Kilometer später. Kurz vor der Dämmerung, genau der richtige Moment, um einzukehren. Der Hohle Stein ist eine Höhle mit Geschichte. Vor rund 2800 Jahren lebten hier Rentierjäger. Später wurde der Hohlraum als Begräbnisplatz genutzt. Während des Dreißigjährigen Krieges fanden hier Geldfälscher Unterschlupf
Und jetzt eine Gruppe Survival-Fans, die das kleine Abenteuer suchen. Gibt es hier eigentlich Fledermäuse? Also ich habe bisher noch keine entdeckt. Betten gibt es hier übrigens auch keine. Geschlafen wird auf dem Felsboden. Ponchos und spezielle Biwaksäcke machen den Lagerplatz irgendwie erträglicher. Teelichter sind Wärme- und Lichtquellen zugleich. Vorm Schlafengehen überrascht Jens sein Team noch mit einem Betthupferl. In diesen kleinen netten Döschen ist ein Brotaufstrich drin. Das heißt, den könnt ihr ganz normal entweder mit dem Finger oder mit einem Stück Holz oder mit der Messerspitze oder ähnliches einfach da rauslöffeln. Brot zum Aufstrich? Fehlanzeige. Das ist aber allen Teilnehmern ziemlich egal. Hauptsache, was zu futtern. Also nach den vielen Stunden, die wir jetzt unterwegs waren, war das jetzt ja wirklich wichtig, dass wir ja ein bisschen was zu essen bekommen haben. Und geschmeckt hat es auch. Na dann, gute Nacht. Der nächste Morgen. Alle sind durchgefroren. Jens Habich macht den Fingercheck. Wenn das einigermaßen flüssig funktioniert, ist alles okay. Wenn ihr im Bereich der Unterkühlung seid, dann funktioniert diese Bewegung nicht mehr. Also Ringfinger zum Daumen. Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn es zu kalt wird, zieht sich das Blut aus den Extremitäten zurück in die Körpermitte, um die inneren Organe zu schützen, damit du länger am Leben bleibst. Und wieder was gelernt. Dann zeigt Jens den Teilnehmern, wie man sich schnell und einfach in der Wildnis auf Temperatur bringt. Ein Baumstumpf wird zur Sitzfläche, eine Kerze zum Mini-Ofen. Unter dem Umhang wird es langsam immer kuscheliger. Petra ist Feuer und Flamme. Das hebt die Stimmung auf jeden Fall nochmal. So jetzt so ein bisschen Wärme darunter zu haben. Einen warmen Kaffee gibt es im Sauerländer Busch an diesem kalten Morgen nicht. Wer unbedingt ein Heißgetränk braucht, muss sammeln gehen. Ich habe hier ein paar Brombeerblätter. Und wie der Jens ja vorhin sagte, können wir uns daraus einen Tee machen. Wir haben frisches Wasser, ihr habt die Zutaten. Na dann mal los. Petra und Roland bilden ein Team. Mit Hilfe von Trockenbrennstoff soll das Bachwasser in Bechern erhitzt werden. So zumindest der Plan. Der erste Versuch ist jetzt uns nicht geglückt. Geht doch. Da bekommt das Wort Teelicht plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Kunst ist jetzt dabei, sich nicht die Hände zu verbrennen. Es brennt jetzt aber ganz gut. Und ich probiere jetzt mal. Ja und? Ja, hätte kräftiger sein können. Wahrscheinlich hatten wir noch zu hätten wenig noch mehr Brombeerblätter drin. Mhm. Wir sind jetzt hier draußen und wir können jetzt nicht sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich wieder. Und das ist einfach mal eine Erfahrung, die ist einfach sehr interessant zu machen. Der Rückweg ist beschwerlicher als gedacht. Ich bleib gerade mit dem Rucksack hängen. Ja, das Level steigt, ne? Nicht nur das Level, auch der Pegel der Lörmecke ist gestiegen. Aus der geplanten Bachüberquerung wird nichts. So, die Ecke hier, die wäre unser geplanter Übergang gewesen. Also entweder da unten oder hier über den Baum. Allerdings ist das jetzt aufgrund des Wasserstandes, der Strömungsgeschwindigkeit und auch der allgemeinen Nässe ein bisschen zu riskant. Die Natur hält auch immer mal wieder Überraschungen bereit. Das heißt, es kann sich immer mal wieder was ändern, die den geplanten Ablauf dann durcheinander bringen. Und dann muss man halt flexibel sein und vor allen Dingen nicht in Panik geraten. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist jetzt, wir schauen weiter flussaufwärts, ob wir einen geeigneten Übergang finden. Die Brücke zu nutzen ist weniger abenteuerlich, dafür sicherer. Das Survival-Training im Sauerland geht zu Ende. 5 Teilnehmer haben zusammen gefroren, gehungert, gelacht, sich gegenseitig Mut gemacht. Nächstes Ziel der Gruppe: die warme Dusche zu Hause.